Heute wird dieser Platz umbenannt zu Ehren der schwarzen Deutschen Martha Ndumbe, die am 5. Februar 1945 im Konzentrationslager Ravensbrück ermordet wurde. Martha ist eine würdige Wahl. Ihre Lebensgeschichte ist vielschichtig und umfasst die Geschichte von Rasse, Gender, Imperialismus, Nationalsozialismus und schwarzer Deutschen im Allgemeinen. Martha wurde am 27. Juli 1902 in Berlin geboren, Tochter von Dorothea Holl aus Hamburg und Jakob Ndumbe aus Douala, Kamerun. Kolonialismus brachte ihren Vater nach Berlin, wo er sich später wie Hunderte seiner afrikanischen Zeitgenossen niederließ. Er kam 1896 zusammen mit 105 Männern und Frauen aus dem deutschen Überseegebiet nach Berlin, um auf der ersten deutschen Kolonialausstellung in Berlin-Treptow ausgestellt zu werden. Martha Ndumbe, Platz! Martha Ndumbe. Martha Margarete Ndumbe, wir rufen dich an. Wir, die überleben konnten. Wir, die ein anderes, dekolonisiertes Deutschland mitgestalten. Ein Deutschland, ein Europa, eine Welt, weg von diesem giftigen Rassismus. Wir rufen dich an und bitten um Vergebung, um befreiende Nachsicht. Wir erzählen der Welt deinen stillen Kreuzzug. Heute wirst du gewürdigt, als Frau, als Schwarze, als Mensch. Martha Ndumbe Platz in Berlin-Wedding. Auch wir aus Bonabedi in Kamerun segnen dich. Ruhe in einem tiefen Frieden. Sei eingebettet in das strahlende Licht des Schöpfers. Mit Liebe umgeben wir dich. Prinz Kuma Ndumbe III., Bonabedi, Kamerun, 18. Oktober. Auch schon im Beitrag zu hören war, es gab mindestens 5 schwarze Frauen in Ravensbrück, es gab mindestens 5 schwarze Männer in Sachsenhausen. Schon ab 1937, also als das Lager Sachsenhausen erst 2 Jahre alt war. Und was auch ganz viele nicht wissen, in Oranienburg selbst, und da zeigen sich eben diese vielfältigen Verflechtungen von Kolonialismus und nationalsozialistischer Verfolgung. Es gab in Oranienburg im Schloss zumindest die Planungen und auch die Aufstellung einer Kolonialpolizei. Das heißt, in diesem Schloss Oranienburg sind verschiedene Polizeieinheiten trainiert worden. Teilweise waren das Polizisten oder Polizistinnen, die in Osteuropa tatsächlich an den Massenmorden beteiligt waren, aber im selben Gebäudekomplex und damit natürlich auch in einem gewissen inneren Zusammenhang sollte eine Kolonialpolizei ausgebildet werden, die, sage ich jetzt mal etwas salopp, in dem Fall, in dem Rommel erfolgreich gewesen wäre in Afrika, trainiert worden ist, um dort eben ein Besatzungsregime auszuüben. Das waren dann so rudimentäre Sprachkenntnisse, so ein bisschen Kulturunterricht, also es sind die Lehrpläne, sind teilweise erhalten geblieben und das wäre natürlich nach den rassistischen Vorzeichen des nationalsozialistischen Regimes abgelaufen. Es ist Sommer 2020.
George Floyd wurde in Amerika ermordet. Die Black Lives Matter-Bewegung spannt sich über den Globus und macht auch vor Berlin nicht Halt. Ein Anwohner hier am heute jetzt Martha-Ndumbe-Platz kriegt das natürlich auch mit. Er weiß von Nettelbecks Vergangenheit als Versklavungshändler und fragt sich, warum wird eigentlich vor meiner Haustür so jemand geehrt? Er beschließt, es muss etwas getan werden und wendet sich an den Bezirksbürgermeister. Er geht in die Sprechstunde, er sagt, so kann das nicht sein. Und der Bezirksbürgermeister damals sagt, ja, geben wir an den Ausschuss weiter. So fand das Anliegen seinen Weg in die Bezirkspolitik. Aber die bürokratischen Rädchen brauchen halt, um sich zu drehen. Es ist Januar 2021. Das Netzwerk gegen Feminizide ruft auf dem Nettelbeck-Platz seinen Widerstandsplatz aus. Aber auch als das Netzwerk hier seinen Widerstandsplatz ausgewählt hat, hat uns die Frage begleitet, warum ehrt unser Widerstandsplatz ein Versklavungshändler? Das können wir so nicht akzeptieren. Genau, in Wedding ehren 72 Straßen Personen und von diesen Straßen ehren ab heute 6 Straßen Frauen. 6. 4 davon haben tatsächlich gelebt. Und unsere Auszählung, die wir jetzt in 2. Auflage rausbringen werden im Herbst, heißt Auszählung aller Berliner Straßen und Plätze im Hinblick auf eine weiße patriarchalische Erinnerungskultur. Und man muss darauf verweisen, dass mit der heutigen Umbenennung im Wedding nur 4 Straßen schwarze Personen ehren. Alle wurden in den letzten 3 Jahren umbenannt. Das ist aber im Vergleich für Gesamt-Berlin schon eine ganze Menge. Denn in ganz Berlin ehren nur 15 Straßen BIPOC und People of African Descent. In Bezirk Mitte ehrt keine einzige Straße Romja oder Sintisse, obwohl an der Müllerstraße, nicht weit von hier, die Z-Mission der Berliner Stadtmission stationiert war, die zur Verfolgung im NS beigetragen hat. Wir können uns fragen, wieso wird mit einer Privatstraße, dem Sauerbruchweg, auf dem Charité-Gelände Ferdinand Sauerbruch geehrt, der aktiv an der nationalsozialistischen Verfolgung von Romja und Sintisse teilhatte. Es gibt Menschen, die ein Grab haben. Es gibt Menschen, die nur in Erinnerungen von anderen Menschen weiterleben. Es gibt Menschen, von denen gesagt wird, sie sind verschwunden. Und es gibt Menschen, von denen einige sagen, sie sollen von dem Straßenbild verschwinden.